Zu den Gedanken, die ich wel mitteilen mit Ihnen von deren, das leert mich mal in Prediger, ein älterer Prediger. Und ich bin so ein Mensch, ich weiß nicht, wie die das geht, ich glaube ich weiß, aber wenn die das auch so geht, dass mir das geht, dann hast du manchmal Dinge in deinem Leben, was du begegnen das, was die einen Kampf geben, was du nicht kriegst, weißt, was du mit dealen musst. Manchmal sind das Dinge, da fällt sich so, da kostet euch ever. Mir ist das manchmal so. Jetzt ist das manchmal so, da kommen Dinge im Leben an und du weißt sie da nicht mehr. Der letzte Jahr, der lebste Jahr, Tag für Tag für Tag für Tag, und das jetzt bloß, das dort wieder, das ist kein Weg, das ist kein Weg, fair Weg. Jetzt ist das nochmal so. Wenn wir nicht bekehrt sind, wir nicht wahre geboren sind, wenn wir nicht Jesus kennen, dann geht uns das fair. Und so. Manchmal haben wir eben als Christen, als Kinder Gottes, kommen wir ran wie nochmal 5 Stunden an, dann vielleicht ein Tool, ein Valley, würde manchmal sagen, eine Titel an. Wir werden einmal mit Dingen kämpfen, was ich sage, aber ich weiß mich hier nicht mehr. Kann hier nicht ever. Da können viele verschiedene Dinge sein. Und so, das sind, als Kinder Gottes, wir glauben ja an Gott, ja? Da habe ich von klein an gelehrt, dass er ist ein Gott. Wir haben gelehrt, dass ein Gott, der hat die Welt gemerkt. Das stimmt nicht. Das glaube ich. Das will ich sagen, wenn ich dort mit Frauen oder Dinge bei der Arbeit mit Frauen, du glaubst, dass Gott die Welt gemerkt hat, dann wirst du sagen, ja, ich glaube, und das hast du so gelehrt. Okay, so die Frau, was ich mir manchmal mit Frauen, was ich mir manchmal Frauen da. So, wenn ich nicht glaube, wenn ich nicht an einen Gott glauben da, was er kann die Welt merken. Was meint das dann für mein Leben? Wenn Gott kann die Welt merken, wenn Gott kann alle Stirns merken, wenn Gott kann ein Tier merken, wenn Gott mich kann merken in die, wenn Gott all die Natur und alles, was er ist, das Wutter, und mich interessiert die Natur, in die der auch, wenn Gott dort alle merken kann, dann hat er eine doll Kraft haben. Dann hat er sehr viel Kraft haben. Dann freut mich manchmal. Glaubst du, ich frage mich das, glaubst du an das Gott? Glaubst du, dass Gott die Welt gemerkt hat? So, wenn Gott die Welt gemerkt hat, was meint das in deinem Leben? Wo kann ich Tag für Tag für Tag für Tag für Tag in das Ding leiden, in das Ding leben, in das Ding legen, wenn Gott die Welt gemerkt hat? Kannst du verstehen, was ich meine? Wenn Gott die Macht hat, die Stirn zu merken, wenn Gott die Macht hat, na, ich weiß, ich rede mal jetzt mal von der Natur. Mir interessiert, wenn Gott die Fehl merken kann, dass er schon singen kann. Sie viele Menschen glauben gar nicht, dass Gott, die glauben, dass das alles bloß von selbst so langsam gekommen. Aber wenn ich die würde fragen, ist, du glaubst, dass Gott die Welt gemerkt hat, als dann Gott ist, ja, dann würde ich sagen, ja. So, wenn das so ist und die Kraft hat er dann nicht die Kraft, um die zu halten? Habe ich dann, wenn ich mich bekenne, dass ich an das Gott glauben darf und dass das ein Gott ist, kann ich dann Tag für Tag für Tag in diese Dinge bleiben? Habe ich dann nicht die Kraft, mich zu halten? Das ist eine Frage, die wir uns fragen müssen. Und wir an Gott glauben, was meint das? Wenn ein Gott ist, was die Kraft hat, was meint das? Von der an die Leben, an mein Leben. Und so, das ist ein bisschen eine Anleitung zu den Gedanken, die ich will mitteilen. Mein guter Freund, wo ich dann mit reden einmal, und wir sind nicht da viel deep in Details reingegangen, aber er sagt zu mir, wenn du was sicher in deinem Leben, er sagt nicht zu mir, wir reden speziell das von uns, er sagt, das ganz große Ding, was die Menschen halten, das zum Überwinden, zum Sichern in ihr Leben, das ist, was wir von der und von der, ich wollte so versuchen, das mitzuteilen. Und ich dachte so, man, das ist ein einfaches Ding, das kann ich nicht verstehen, was du zu mir sagst. Aber von der glaube ich, kann ich das verstehen, wenn es viel besser ist dann. Aber die wird halten, wenn du was sichern in deinem Leben, das ist mein Ding. Aber von der stamme ich mir dann mit, so wie das auch in meinem Leben sehe, das ist, wenn du was sichern in deinem Leben, wenn du was über dieses Ding überkommst, und ich rede zu ihm, dass ein Bruder, der auch kämpfen hat. Ich habe Tiden in meinem Leben, auf einmal dann scheint mir Ding schwierig. Wenn wir wollen überwinden in uns Leben, dann müssen wir mit Gott
Tod gestorben. Wisst ihr, dass Gott gestorben wird? Gott starb mal. Aber was mich schon jetzt von der Rede ist, dass Gott bleibt nicht tot. Gott lebt weiter ab. Und von der an gleich weg, dass Gott lebendig ist. Von der an gleich weg, dass Gott lebt. Glaubst du das? Dann ist meine Frau, wenn der Gott lebt, wo kann ich dann? Wo kann ich dann? Und wo kannst du? Einmal einlegen. Ja, wir haben Dinge. Ich weiß, some von uns haben vielleicht Dinge, die sehr schwer sind zu begehen. Viel schwerer als was ich habe. Und so, dort sage ich nicht, dass das leicht ist. Aber wo sind unsere Gedanken? Ich und du, viele von uns, wir gehen anpunchen. Nicht? Das ist aber bekannt, man, nicht? Wo ich schaffen da, ich tue auch anklagen, nicht? Und vielleicht haben wir noch nicht alle Chance gehabt, um wir gehen anklagen, anpunchen, wenn angerat. Dann gehen wir smart, dann erst Ding, dann gehen wir da nur im Computer oder nur was anderes Punchklock dann ist, dann gehen wir uns Nummern an typen, nicht? Und dann klagen wir das dann an, dann nu selber eingeklagt, nu schaffen wir das, die Zeit, bar ich meine Nummer wareinander, dann dat mir das da rüht, und die Zeit kriege ich betont, und die Zeit sind ich schuldig, für diese Lied zu schaffen, für das Geschäft zu schaffen. Das können wir alle verstehen. So, ich kann mich wählen, na, dann ist vielleicht, wo wir wohnen. Ja, weil wir sagen, ich kann mich wählen, wie ich will gehen anklagen. Ich kann mich gehen dort anklagen, ich kann mich gehen dort anklagen. Das ist nicht so einfach. Aber wirklich, wir haben eine Wohl, und was ist, wo wir gehen anklagen. Stimmt das? So, wenn ich dort gehe anklagen, dann schaffe ich dort und dann kriege ich dort betont. Wenn ich dort gehe anklagen, dann schaffe ich dort und sage ich dort, ihr Bogen soll sein, und ich kriege dort die Frucht von dort eingeklagt sein. Stimmt das? So, wir wollen mal Römer 6 drehen. Wenn du die Bibel mit hast, wir mal some Vers lesen in Römer 6. Ich wünsche, wir haben eine Zeit, um das ganze Kapitel durchgehen von der und das ist sehr viel Ben. Wir werden viel mehr Zeit nehmen, es ist bloß eine Karte Botschaft für das Kapitel. Wir wollen von der und der mal. Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6 redet von, dass Gott mal starb. Und dass er quasi abstehen wird. Und ich kann verstehen, was ich meine. Jesus, glaube ich, das ist Gott. Ja. So, wenn ich sehe, dass Gott mal gestorben ist, nehme ich das nicht gleich auf. Ich glaube, dass Jesus ist Gott. So, als Jesus am Kreuz gestorben ist, dann starb Gott. Und aber er stand wieder ab vom Leben. Wieso starb er? Er starb für mich in deine Sinnen. Sie ich und du kann keinmal nicht, kriegen dann wo Fan wie dann noch sind, kann keinmal so Fan sein, als Gott ist. Und wie Gott kann bloß dein Namen, was so Fan und so rein sein, als er ist. So, er muss dann in Weich sehen, wo kann er uns bei sich haben? In aller Ewigkeit, weil die wie ich und du bei ihm sein. Wo kann das möglich sein? So, für uns ist das unmöglich, aber für Gott ist das möglich. Und so, er gibt sein Leben für uns. Er starb für uns, um den Preis zu betonen, um uns zu reinwaschen mit seinem Blut, dass ich und du können so rein sein, als er ist, dass wir in aller Ewigkeit können mit ihm sein. Glaubst du dort? Wenn ich die dort annehmen von Horten, dann können wir dort sein. So, diese Vers, was wir wollen von reden, die reden, krieg von dort. Und die reden dann auch von, wo wir dort leben können. So, erst reden wir von, vielleicht hast du einen Kampf, vielleicht hast du ein Ding in uns Leben, wo wir unterlegen tun. Und das kann sehr viele verschiedene Dinge sein. Some Menschen, die strugglen mit, dass sie nicht vergeben können. Some Menschen, die strugglen mit, dass sie jeden an sind. Some Menschen strugglen mit schlechte Bilder bekämen, was sie keinmal sollen. Und von Dingen tun, was sie nicht gehören, dann weiten sie gut. Some Menschen, die strugglen mit anderen Dingen. Some Menschen, die strugglen, dass sie bloß eine Zeit über an sich selbst denken. Es sind viele verschiedene Dinge, was den Struggle ist, weiß ich nicht. Das weißt du. Und Gott weiß das auch. Aber wenn wir mal ein klein bisschen gucken, was die Bibel sagt von das. So, wir fangen, wenn wir in Römer 6 lesen, aber wir fangen in Römer 5, der 20. Vers an, das ist das ein von dort Kapitel, sagt es das. Das Gesetz wird gegeben, dass die Sünde mehr für den Tag kommen soll. So, da meint bloß einfach das. Als du ein kleines Kind wirst, dann lehrt deine Mama oder dein Dad lehrt die, dass die nicht stehlen sollst. Erst hast du das mal gelehrt, dass du nicht stehlen sollst, so das ist ein Gesetz. Für die dort gelehrt hast, dann wirst du das nicht, dann wirst du jemand Fried gewassen gestohlen haben, glaube ich.
Men über dem wird uns jetzt dann klar geworden, aber da können seine Zeit gewesen, wie wir haben, und über gedacht, was wir gestohlen haben, aber was wir dort lernen, stehlen das Arreich, von da wieder, wissen wir dort, dass wir nicht sind. Und von da wieder, wenn wir gestohlen haben, dann wird wir wissen, nie habe ich Arreich getan. Das ist, was er meint, wenn er sagt, dass Gesetz wird gegeben, dass die Sünde mehr verändert kommt, so dass so klar werden, wenn wir gesinnig haben, so dass Gesetz im Leben, das lehrt uns, Gott sein Gesetz, was wir im Hort geschrieben haben, das lehrt uns, was er erreicht und was er erreicht hat. Und so, dat merkt de zin, ook de gerechtigheid brengt dat ver en daar. En zo van ik en du, om Gesetz noch ran, dan waar we bloß aan. Hier en daar heb ik me mal gefehlt, ik zijn kaartje komen en dat is krijg wat woord dat Gesetz is. Dat Gesetz leert ons dat we zinder zijn. Dat brengt de zin ver en daar. Aber wo de zin toeneemt, wie immer noch meer genoeg. En wat dat meint, en wat ik wil zeggen, dat dacht ik zo, nou, zal ik dit wirklich aan het kerk zeggen, dat hier zich slag. Was sagt das hier, wenn wir noch einmal lesen? Aber wo die sind, toeneemt, wie immer noch mehr genoeg. So, dass Menschen wir ran an das Gesetz noch, dann leben wir dort, dass wir sind reich. Auf some Städten sind wir reich, aber auf viele Städten, wo wir beim Land, oh, hier sind ich reich, hier sind ich reich, hier sind ich reich. Hier war's. Aber das nächste Ding sagt, aber wo die sind, toeneemt, wir immer noch mehr genoeg. Wo sind wir, da wir immer noch mehr genoeg? Nicht so, was ich die will sagen, was die vielleicht mit verschrecken wird. Nein, ich will mir das meist nicht sagen, aber das letzte sagt hier in Reden, dann sehe ich, dass das nicht ist, was du das, Gott gleicht die. Glaubst du das? Gott gleicht die, weil wer heu ist, das ist nicht wer du bist. Gott gleicht die Menschen, das bloß ist das ist. Da meine ich, dass ich und du nicht wollen, ein Tag nicht Halt geschickt worden, wenn wir nicht an euch genommen. Aber von der und wo wir von der und sind, da ist das bloß so, dass Gott gleicht die. Und das kriegen dann, was du das oder wer du bist, Gott gleicht die. Das ist bloß das ist. So verstehe ich das. Hier ist noch ein Gesetz, und das sagt es nicht. Wo seht ihr, wollen wir noch einmal lesen. Aber wo die sind, toeneemt, wir immer noch mal genug. Check mal. Wo die sind ist, du hast genug. Das ist Gott seine Gnade. Ich und du können keinmal so sehr singen, dass nicht genug Gnade ist. Stimmt die dort? Wenn ich und du so sehr gesinnig haben, dass Gott das nicht vergeben kann. Wo groß ist Jesus sein Blut? Was kann das alles vergeben? Er kann alles vergeben. Gott seine Gnade, wir singen manchmal, ihr schon, als ein kleiner Junge, wir singen noch manchmal, Gott seine freie Gnade. Das ist, was er hier sagt. Wo die sind, toeneemt, wir immer noch mehr Gnade. Wenn ich und du singen, das ist Gnade. Wenn ich und du singen, das ist Gnade. Das ist Gott seine Gnade, das ist so groß, das er ist. Gott ist groß genug, um die Welt mehr, um die Stirn mehr, um alles mehr. So groß ist Gott, und das ist so groß, dass seine Gnade ist. Wo die sind, das ist immer noch mehr Gnade. Dort so ist, Vers 21, Kapitel 5, sagt es, dort so ist der Sinn im Tod herrscht, Gerührt soll die Gnade und Gerechtigkeit durch Jesus Christus, unseren Herrn, zum ewigen Leben herrschen. So, nun ist die Frau. So, wenn wir an Gesetz ran, und wir haben gesinnig, wir wollen das an, und du hast einmal Gnade. Was meint das? Ich rede von gehen anklagen. Ich rede von gehen anpunchen. Hier sagt redet von herrschen. So ist der Sinn zum Tod herrschen, man redet von der Gerechtigkeit durch Jesus Christus, unserem Herrn, zum ewigen Leben herrschen. So nun frage ich mich selbst und ich frage dich, wo bist du angeklagt? Wie hast du anpunchen? Hast du bei der Sinn anklagen oder hast du beim Leben anklagen? Smart, wenn du abstehst. Wo hast du anklagen? Hast du bei der Gnade anklagen oder hast du beim Tod anklagen? Okay, wir wollen noch wieder lesen. Gut sagt ihr, dass wo Sinn ist, du hast Gnade. Ich und du, das ich die Bibel verstehe, kann keinmal so sehr sehen, dass Gott uns das nicht vergeben. Das eine Sinn, was Gott uns nicht vergeben hat, das ist, wenn wir den Heiligen Geist lastern, das ist ein anderer Topic. Von dem uns sind wir nicht durch. Okay, wir wollen mal wieder lesen. So, wenn so viel Gnade ist, dann ist diese Frau und mir und die, und das ist gleich, was die Bibel auch fragen hat. Vers 1 in Kapitel 6 heißt, was soll wir dann sein? Wenn das so ist, dass es so viel Gnade ist, was soll wir dann sein? Soll wir
beim Singen bleiben, dort die genug dadurch gerade wird, na dann wird ihr das einfach sein, dass dann da genug wird sein. Dann wird wir mal sehr singen, dann wird er mal viel genug sein. Du willst so viel Dollar singen, so viel mehr genug als du. Stimmt das nicht? Dann wird er mal ein Teil von Gott seine Genüge mal evadeel kommen. Was läufst du? Wollen wir das mal proben? Wenn wir so sehr singen, als wir können, dann wird er mal lots of genug sein. Das seht ihr, wo der sind, okay, wo wir das? Aber wo der sind, nehmen wir einmal noch mal genug. Dann wird wir können mal Gott mal Gelegenheit geben, mal ein Teil. Da wird es eines von den Dingen, die mal werden bereden, smart. Von her, wenn wir gescheit fragt sein. Wenn wir sein, wo weit, wenn wir sein, wo Fan man da sind. Wenn wir mal gescheit proben von der. Dann wollen wir mal sein, was von der Fan Eltern wir haben. Das ist, ich kann die so um Gott behandeln. Wie weit wir haben Fan Eltern. So, die wollen uns vergeben, die wollen uns lehren, die wollen Leuchttool geduldig sein, wo wir von der mal gescheit Gelegenheit sein, mal geduldig zu sein. Was willst du davon denken? So, was läufst du denken, Gott von mir und die? Wenn wir Tag für Tag in den Sinn leben. Und wir haben Chance geben, seine Gnade zu leben. Das ist, was hier fragen hat. Was soll wir dann sein? Soll wir beim Singen bleiben, dass er genug dadurch geraten wird? Was läufst du? Ist das reich? Dann wirst du den See nicht in den Stich gehen. Das glaube ich auch. Dankeschön. Dann wird wir den, wie viel Seen wirst du in den Stich gehen? Ja, das jetzt auch Schein an den Sinn leben, nicht? Dann was es Port von was er Schein jetzt, da wenn du wieder. Aber es sind auch viele Sehnungen, da wenn wir blind in zwei leben, ob die nicht mal sein, was wir in den Stich gehen. Wir haben noch mal ein bisschen sein, was die Bibel noch sagt. Ab keinen Weg, das ist die Antwort dafür, ab keinen Weg, wo soll wir, da wir für die Sinn tot sind, durch Wiederbahnen leben? Wo soll das sein? Ich bekenne mich für, ich sehe Gott sein Kind, aber nicht, wo ich Glück gehen am Schaffen. Ich weiß, dass er gleich tut nicht, was ich tue, aber ich war in ein Town, um ihm Chance geben, um seine Gnade zu wiesen. Stimmt das, Taub? Keinmal nicht. Ab keinen Weg, sagt meine Plattdeutsche Bibel. Wo soll wir, die für den Sinn tot sind, durch Wiederbahnen leben? Kriegen Dank, dass Gott mir einmal vergeben hat. Er verjagt mich. Seine Gnade ist so groß. Was soll ich von der und dann wen dort dann in Sinn leben? Ab keinen Weg. Oder weiß ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeiht sind, in seinen Tod nennen gedeiht worden? Deipen, das wird wieder dreht von Taufen, reden wir manchmal von Deipen. Aber das redet hier noch von Meier, als bis fern in der Kirche stehen und sie haben uns mit Wasser abgegoten, dort ist Wasser davon. Aber das redet hier von, dass wir an Jesus gedeiht sind. Dass Jesus, kriegst du das Wasser über die Kirche Taufe ist, der Prediger die Taufen da, kriegst du dort, dass Jesus über die gekommen ist, dass du bist in ihr Arm gekommen. Wenn du bist in Jesus gedeiht, sagt er hier, dann bist du in sein Tod gedeiht. Da bin ich richtig von, wisst ihr dort, dass Gott mal gestorben wird? Jesus starb mal. Und so, wenn ich und du uns bekennen, wenn ich und du an Jesus sind, dann sind wir mit am Tod gedeiht, dann sind wir an am gedeiht, dann sind wir an sein Tod gedeiht. Das meint dann bist du auch gestorben. Wenn wir uns bekehrt haben, dann sind wir gestorben. Mit Gott Tod. Und das ist, was der Prediger dann zu mir sagt. Er sagt, das ist das größte Ding. Und du wirst im Sieg leben, dass du warst mit Jesus Tod gestorben. Na, wo kann ich das tun? Ich weiß nicht, wo ich dir das erklären kann. Aber man muss bloß im Glauben annehmen, dass ich dann mit Jesus Tod gestorben. Ich bin an Jesus gedeiht. Der Rollin, was ich immer wieder, der ist tot. In meinem Leben will ich noch manchmal abstehen. Und in deinem Leben, was ich auch will. Aber wenn ich mich dann im Glauben kann sagen, oh, der ist tot. Der ist mit Jesus Tod gestorben. Dann ist Jesus am Kreuz genäht worden. Dann starb Gott, weil wir, so sagen wir von der uns Mars. Dann starb Jesus für uns.
dan starf ik met am Taub. Am Glauben kann ich das bloß im Glauben annehmen. Kijk maar, wir glauben, dass wir sind, wenn wir nie geboren sind, dann sind wir ein neuer Mensch. Ja, so wenn die geboren, so nie geboren, dann bist du gestorben. So das ist, was ich hiervon reden hat. Da wir an Christus Jesus gedeupt sind, an seinen Tod gedeupt worden. Wir wurden durch dem Deupen mit am Taub am Tod begraft. Dat so ist Christus durch den Vater seine Herrlichkeit können vom Tod abgeweckt worden. Wir können an ein neues Leben wandeln. Wenn wir mit Christus sind eingeworden durch seinen Tod, als er auf sich nahm, wo wir sicher auch eint mit am Taub am Abstunden vom Tod sind. Okay, toen ich das kann annehmen und glauben, dass ich mit Jesus Taub gestorben bin, dann kann ich das auch annehmen, dass ich mit am Taub abgestunden bin im neuen Leben. Kimmel, der hat nicht bloß mit zu tun mit Sterben, hat nicht bloß mit zu tun mit Dingen abhören, viel mehr, kriegt viel mehr zu tun mit Dingen anfangen. Hat mit zu tun, ein neues Leben zu leben. Was der gratis ist unsere Kraft. Das ist Gott seine Kraft. So was das brauchen das, wenn ich will, ist ein Christleben, dass ich an Christus sehe. An Christus sein, das meint bloß am Glauben, das annehmen. Jesus gestorben hat, er starb für all meine Sinn. Mein aller sinnlicher Mensch, der starb mit am Taub. Und als Jesus abstand vom Grab, stand mein neuer Mensch mit am Taub ab, im neuen Leben. Und da ich von der und sie, das ist nicht da, was ich schon mal will. Und deswegen kann ich und du, wenn wir uns fängen, dass wir Jünger legen, dass wir sein Plot ab mir sagen in uns Leben war, dann können wir uns nochmal weiter von das erinnern und können wir sagen, check mal, aber du bist mit Christus gestorben. Diese Ding, was die Vater tun, diese Ding, was da ankommt, ja, das ist Part von einem alten Mensch. Du bist nicht ein neuer Mensch. Du bist, ja, das ist something, was Gott tut, aber das muss wir auf ein sehr täglicher Weg uns annehmen. Das ist das, ich sehe ein neuer Mensch. So, wenn ich diese Dinge beginne im Leben, dann kann ich, wenn ich bitte arbeite, wenn ich, was immer mein Kampf ist, da ein anderer sagt, aber check mal, du bist ein neuer Mensch. Das redet an den alten Mensch, der ist gestorben. Du ist ein neuer Mensch abstehen und das ist ein neuer Mensch. Wo wird Jesus das Ding behandeln? Und das ist, because du bist mit Jesus im neuen Leben abgestanden. Das ist von ich habe mir Angst, und ich habe so eine Zeit im Leben, ja, mir fällt sich plötzlich nur Gedanken, hey, was soll ich mit dem, was ich sagen? Das macht mir keinen Sinn. Wenn die dort von der sagen, ja, dann lohnt die dort zu gehen. Aber hier nicht mit dem Denken. Und beter eben, dass Gott die dort auch klar merken, was das meint, dass du kannst ein neuer Mensch sein. Dass du kannst den aller Menschen, der kann sterben, und dass du gestorben ist, wenn du bekehrt bist, und dass du ein neuer Mensch abstehst, und du beginnst das Leben als ein neuer Mensch. Das ist einer, der mit Jesus Taub ist abgestanden, ein neues Leben. Dann an wie Glauben. Die Bibel sagt, dass Glauben ist die Kraft, die uns Kraft gibt zum Siegen. Glauben ist, gibt uns die Kraft zum Überwinden. Das ist, was die Bibel lehrt. Wenn du nicht glauben lässt, wenn du nicht an Jesus glauben lässt, wenn du nicht an seine Kraft glauben lässt, dann schafft das nicht. Das kostet bloß nicht down. So, was meint das an Jesus glauben? An Jesus glauben, an diese Kraft glauben, was er hat, glauben, dass er ein neuer Mensch ist, und dass als Meier ist bloß, oh, der Lehrer hat mir das gelehrt, der Prediger redet, sind doch wahrer an der Kirche von. Und ja, das wird doch wohl so sein, kriegst du das doch wohl so, als das Gott die Welt gemerkt hat. Wenn ich das glaube, dass Gott die Welt gemerkt hat, dann ist mir das kleine Feld gefehlt wird. Das ist ein Wunder von Gott, was er auf könnt merken. Dann ist mir das belohnt, was er ist alle raufgefallen, das ist wunderlich zu betrachten, was Gott hat das gemerkt. Das ist ganz so zärtlich, wenn ich denke, oh ja, Gott hat die Welt gemerkt. Dann zwei Dinge. Kriegst du, sondern zwei Dinge. Oh ja, ich bin nie abgestanden. Ich sehe nie ein Mensch. Oh ja, das, was der Prediger sagt, das ist doch wohl so. Ja, das ist so. Dass die dort morgens, wenn die zur Arbeit forschen, zu Kinder abwarten, dass die dort dann bleiben, dass man nicht kaum können. No, ich sehe ein neuer Mensch, der alle Mensch ist tot. Das denkt, das redet an mein Tod, ja Mensch. Ich sehe ein neuer Mensch, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich denke von der uns, Jesus denkt das. Das ist ein großer Unterschied, weil die glauben das.
Und so kannst du das persönlich glauben und annehmen für dich selbst, dass du bist in ihrem Mensch an Jesus, und wenn du noch nicht bist, dass du kannst sein. Dass du mit Amtop im Glauben warst gestorben und dort aufsein in ihrem Mensch worden. Und das ist wichtig, dass wir das für einmal tun von uns ganzen Leben, aber mir fällt sich so, dass ich eigentlich was einer nach fair und nachher auch noch mal tun, auf einem kleineren Weg. Und vielleicht auf einem tieferer Weg. So wie wir hier in das Kapitel, wir kommen hier nicht so bosig wieder. Weil wir mal sein. Weil wir mal einen Vers 6 lesen, das heißt, wie weit denn dort uns aller Mensch mit am Taub gekriegt sich ist, so dort es mit unseren sinnlichen Körper in eng hat und dort wie der Sinn nicht mehr dein. Ich rede von gehen anklagen. Wie dein der Sinn nicht mehr. Guck mal, das sind welche Gedanken, dass du dort weißt, dass du ein freier Mensch bist. Mit frei meine ich nicht, dass du never mehr Sinn hast. Mit frei meine ich, du bist frei für den zu leben, was du willst. Du kannst für Gott leben, du kannst für den Feind leben, du kannst für dich selbst leben, du bist frei zu entscheiden, für wem du leben willst. Für wem lebst du? Wo gehst du anklagen, Smars, dein Leben? Für wem lebst du? Das ist, was er hier sagt. Oder hier Frauen hat. So, dass mit unseren sinnlichen Körpern eng hat und dass wir die Sinn nicht mehr deinen. Willst, wer gestorben ist, der ist frei von Sinn. Das weiß wir alle, wenn ein Mensch mal wirklich gestorben hat, der sind ich nicht mehr. Right? Das weiß wir. So, wenn du die kannst teilen, dass du tot bist mit Jesus, dann brauchst du nicht mehr Sinn. Du brauchst nicht mehr bei der Sinn gehen anklagen. Hier sagt es, willst, wer gestorben ist, ist frei von Sinn. Vers 8 sagt, wenn wir nun mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit ihm leben wollen. Dann können wir gehen beim Leben anklagen. Für wir mit Jesus gestorben sind, dann schafft das nicht. Willst wie weiten, dass Christus vom Tod abgestanden nicht wahr gestorben wird. Der Tod kann nicht länger ewig am herrschen. Das weiß wie Jesus starb mal einmal und damit hat er dort überwunden. Krieg so, wenn du zu arm sterben, dann haben wir auch überwunden. Dann können wir überwinden, dann können wir am Leben sein. Er wird nicht wahr gestorben. Und krieg so, ich kann dir auch nicht. Den Tod, den er starb, hat er mal einmal gelitten und damit ist er von der Sinn los. Das Leben aber, das er nie lebt, lebt er für Gott. Gerade so. Dass Jesus einmal gestorben ist und sein menschlicher Körper aufstand. Und dann er Abstand am Leben an und nur Gott für und wie Gott ewig leben hat. Nu hör ich mal. Gerade so. Halt jünt dafür, dass je für die Sünd tot sind, aber in Christus Jesus lebendig für Gott. Das sagt, halt jünt dafür. Wieso sagt das, halt jünt dafür? Das machen wieso das sagt, halt jünt dafür, das willst wie manchmal kämpfen da. Ja, von dem sagen wir hier sind auch smart an der Kirche und wir haben uns alle Schmuck eingetragen und das alles ein bisschen einnehmen. Bis es Madweg nur mehr. Dann bei mir sagen wir im Kampf bin. Und dann fehlt das an dieser Welt. Halt jünt dafür, dass wir gestorben sind. Wenn du an den Kampf non ist, dann halt die dafür, dass du gestorben bist, dass du nie ein Mensch bist. Weißt du, Bruder und Schwester? Da wird ein Unterschied mehr an dein Leben. Halt die dafür. Wieso muss das halt dafür sein, dass wir wie an das fleischliche Körper leben? Wir ran an Versuchungen an. Wir ran und wegen an. Wir fallen durch. Deswegen sage ich das, halt dafür. Wenn du sitzt, dort kommt das Wahre ab, dann halt die dafür. Ich bin gestorben mit Jesus und ich sie abgestanden, ich sie nie ein Mensch. Und ich halte nicht dafür. Das ist Glauben. Und Glauben gibt dir die Kraft zum Gewinnen. Wenn du dort nicht kannst glauben, dann wundert mich das nicht, dass die immer eingelegen ist. Dann wundert mich das mit mir selbst nicht, dass ich zu strugglen. Halt die mal dafür, dass du mit Jesus gestorben bist und abgestanden bist und nie ein Mensch. Diese Ding muss abkommen, die rieten an mein Ola, doodja gestorbener Mensch, die rieten nicht an dem, wer ich nie sehe. Ich sehe nie ein Mensch. Wenn du bist mit Jesus gestorben, wenn du dort kannst im Glauben annehmen.
Gerud so holt ihn dafür, dass je für die Sinn dort sind, aber wer in Christus Jesus lebendig für Gott. Kijk mal, ik zie ook zo was. En dan denk ik aan den dood alles aan het leven. Zo aan het opkamp, aan die kampf opkamp, dan denk ik aan, ik ben dood, ja, maar ik ben levendig voor God. Ik wil bij God aanpunchen. Ik zei, daar komt de kampf op, ik wil bij God aanpunchen. Ik denk van de onze Gott dat. Nu, in de nächste paar minuten wordt het wichtig zijn dat ik met God zijn leven denken. Doorwegen laat die zin niet in jullie stofflichen Körper herrschen. Dat je niet doen moeten, wo die zin je lesten dat. We weten dat, de zin die tragt, wat immer dat is, die tragt. Maar zeg, doorwegen laat die niet in jullie stofflichen Körper herrschen. Kijk maar, doorwegen zeg ik en du, dat is wichtig, dat we dat weten, dat we vrije mensen zijn. We kunnen gewoon bij dem Feind aanklagen, wanneer we willen. We kunnen gewoon bij God aanklagen. Want we weten, dat we vrije mensen zijn. Dan zegt laat dat niet, dat de zin over die herrschen wordt. Go, liever bij God aanklagen. Go bij hem, loon nemen. Dat dit wat de tragen dat niet te maken heeft over die. Laat de zin keine geleden brücken, die Eierreichigkeit te dienen. Geleden, dat meint bespot van een körper. Hier redt dat van ons körper. So, dat kan mijn uren zijn, dat kan mijn uren zijn, dat kan mijn hang zijn, mijn feiten. Met wat ik immer ik zingen doe, kan mijn gedanken zijn. Laat nicht den Feind brücken. Go nicht bei den Feind anklagen. Jaft den Körper nur Gott. Go bei ihm anklagen. Dat hij dat brücken kann. Dat hij die kost dort doen wat hij wil gaan. Wir schaffen alle met Ding. Nicht thuis, wenn je eten merken, dan heb je vielleicht een lepel met wat je schaffen doen. Er een haven humor, wat allemaal. Er zijn veel dingen. Er een beleefschaft zum schrijven. Er zijn veel dingen wat we brücken zum schaffen. Ik kan den humor brücken te wat doen wat weinig aanhoudt, of wat sogar wat slachtet. Ik kan den humor brücken zum wat feinet beuren. Dat humor, dat is plus mijn tool. Dat is plus mijn ding wat ik brück zum schaffen. Wat van du bist Gott zijn tool. Man du was. Du bist een tool. Wems tool bist du? Dem Feind zijn tool, Gott zijn tool. Du hast de wel en die kost dir dat deciden, man du die worst Jesus handgeven. En laat am jene geleden brücken de gerechtigkeit te dienen. De zin zal niet über jent herrschen können, wils je sind nicht in dat Gesetz, aber in der Gnade. So dat Gesetz erst dat uns lehren, dat wir Sünder sind. Aber wir leben nicht mehr in dat. Als Christen, wir leben in der Gnade. Wo der Sinn ist, das ist viel mehr Gnade. Das ist viel mehr Gnade, das muss wir weiten. Als Christen, wir leben in der Gnade. Gott seine Gnade. Und die Gnade helpt uns, dort zu tun. Wenn ich und du eingefällt sind mit Gott seine Gnade, dann jankert uns dort zu tun, was Gott will haben. Krijg is die Kinder. Wenn du eine schöne Relationship hast, eine gute Zeit hast mit deinen Kindern, die wollen das tun, was du was haben. Und die merken auch noch mal Fehler, kriegst du sagen, du für Gott tun. Wenn wir mit Gott seine Gnade euer Feld sind, dann jankert uns, dann haben wir ein Verlangen, nur dort zu tun, was er will haben. Und Jesus sagt, die, was dort Verlangen haben, die sind gesehnt. Und er wird die halten, dort zu kriegen. Was dann nu? Können wir singen, weil wir nicht in das Gesetz aber in der Gnade sind, aber niemals. Weet je nicht, dass wenn jemand wem handgeven te dienen, dass je dann dem zijn Knecht sind, den je gehorchen, entweder der sind, der zum Tod führt, oder der Gehorsam, der mit Gerechtigkeit belohnt wird? Wo jetzt die anklagen? Sagt, weißt du das nicht? Dass dem, wem der heran ist, dass das dien wird? Aber Gott sei Dank, dass wenn je auch an den Sinn versklavt werden, so sind je von Horten gehorsam geworden, jünd an die Lehre zu holen, da je jünd handgejeft haben. Nur, dass je von den Sinn frei geworden sind je an der Gerechtigkeit versklavt. Wils je von Natur noch schwach sind, rede ich in alldagse Menschensprech so, als je jene Geleder an der Eierreichigkeit handgejeft hadden, eine Eierreichigkeit nur der andere te dienen, so jeft jene Geleder nu aan de Gerechtigkeit te dienen, dat die heilig worden. Als je an de Sinn versklavt werden, hat de Gerechtigkeit keinen Hol an jent.
Und wat braucht die Tijd junt an? Dinge, met die je junt nog schämen, wenn je daran denken. Willst die vieren te Gott laat zum Tod. Aber nu, dat je van de zin vrij en aan Gott verskloofd zijn, heb je dadurch de Heiligung gewonnen en hebben dat eeuwige Leben. Wenn du die zu Jesus handjafst am Glauben, dann hast du die Heiligung, dann hast du das ewige Leben. Und hier ist noch ein Vers zum Schluss, der redet war davon, wo gehen in die Anklagen. Das heißt, es ist der Lohn, den der Sinn tut, ist Tod. Gott überschenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Dankeschön, ihr seid in Lohn.